Traditionelle Werte tragen oft dazu bei, die Familie zusammenzuschweißen und die Bindungen zu stärken, aber nur, wenn es sich nicht um ständige Tyrannei und totale Kontrolle handelt. Heute geht es um Traditionen, die dazu geführt haben, dass Menschen getötet wurden, um mehrere Leben zu retten. Ahmad Zulaev wurde in Tschetschenien geboren. Er wuchs in einer konservativen Familie auf, deren Weltanschauung auf traditionellen Werten und dem für dieses Land typischen Glauben beruhte. Alle lebten unter ziemlich strengen Bedingungen. Der Vater hielt alle mit eiserner Hand unter Kontrolle und verlangte bedingungslosen Gehorsam. Das betraf in erster Linie die Frauen. Die Jungen wurden seltener bestraft. Körperliche Gewalt galt immer als normal. Der Vater war das Oberhaupt der Familie und sorgte für den Unterhalt aller, während Ahmads Mutter sich um die Kinder kümmerte. Die Frau lebte in einer Atmosphäre der Kontrolle. Bei der geringsten Ungehorsamkeit bestrafte der Mann sie ziemlich hart. All dies beobachtete Protagonistin der Geschichte von klein auf und hielt es daher für normal. Die Familie Zulaev hatte viele Kinder. Das Einkommen des Vaters allein reichte jedoch nicht aus, um alle zu ernähren, weshalb sie recht bescheiden lebten. Schon in jungen Jahren dachte der junge Ahmad darüber nach, in ein anderes Land zu ziehen. Er entschied sich für Italien, da man dorthin über humanitäre Korridore fliehen konnte. Der Mann hatte keine angemessene Ausbildung erhalten, aber schon von klein auf Sport getrieben, was ihm ermöglichte, als Karate- und Boxtrainer zu arbeiten. Er war groß, sportlich und hatte sogar eine militärische Ausbildung absolviert. Noch bevor er nach Italien zog, fand er eine Frau namens Natalia, mit der er eine Familie gründete. Im Jahr 2005 hatte er bereits 4 Kinder. Endlich bot sich dem Mann die Möglichkeit umzuziehen. Zusammen mit seiner Frau, seinen Söhnen und 2 Töchtern kam er in die kleine Stadt Nizza Monferrato in der Provinz Asti in Italien mit etwa 10.000 Einwohnern. Das Paar zog in ein Mehrfamilienhaus. Natalia fand sofort eine Anstellung in einem örtlichen Hotel. Sie arbeitete als Geschirrspülerin. Nach dem Vorbild seines Vaters war der Mann ebenfalls sehr anspruchsvoll und ziemlich grausam gegenüber allen Familienmitgliedern. Allerdings bestrafte er seine Söhne nur, wenn sie in Schwierigkeiten gerieten. Seine Frau und seine älteste Tochter Makka kontrollierte er hingegen vollständig. Ahmad begann ebenfalls zu arbeiten, konnte aber aufgrund seiner mangelnden Bildung nur mit schlecht bezahlten Stellen rechnen. Trotz seiner Erfahrung als Trainer hatte er keine Möglichkeit, seinen alten Hobbys nachzugehen. Er war ständig auf der Suche nach einem besseren Job, um seine große Familie zu versorgen. Während Natalia und Makka sich gut in die lokale Gemeinschaft integrierten, gelang es dem Familienoberhaupt nicht einmal, die italienische Sprache zu lernen. Aufgrund der Sprachbarriere und seines schlechten Charakters fiel es ihm schwer, einen Arbeitsplatz zu behalten. Er wechselte häufig den Arbeitsplatz, was das Leben für alle nur noch schwieriger machte. Manchmal schien es, als würde alles ausschließlich auf Natalia lasten. Trotz des Umzugs nach Europa und der Traditionen eines anderen Landes hielt der Familienvater auch an seinem neuen Wohnort an seinen konservativen Ansichten fest. Nach dem Vorbild seines Vaters kontrollierte auch er die Frauen, insbesondere seine Frau und seine Töchter, streng. Makka Zulaev war bereits in ihren frühen Lebensjahren in Tschetschenien mit der Grausamkeit ihres Vaters konfrontiert. Sie lebte in einer Atmosphäre übermäßiger Kontrolle und beobachtete, wie Ahmad ihre Mutter ständig terrorisierte. Nach dem Umzug verbesserte sich die Situation jedoch etwas. Die Kontrolle war ebenso brutal und total, aber Fälle von körperlicher Gewalt kamen etwas seltener vor. Wahrscheinlich war Ahmad klar, dass es in Italien andere Traditionen gibt und sein Verhalten zu Problemen mit dem Gesetz führen könnte. Dennoch kommt Straffreiheit brutalen Menschen nie zugute. Makka beobachtete die Aggressionen ihres Vaters und wollte immer ihre Mutter beschützen, konnte dies aber aufgrund ihres jungen Alters nicht tun. Das Mädchen musste es ertragen und einfach zusehen, wie grausam ihr Vater sein konnte. Nicht nur, dass sie keine Möglichkeit hatte, dieses Verhalten zu stoppen, sie wurde von ihrem Vater genauso geschlagen wie ihre Mutter, sobald sie älter wurde. Besonders deutlich wurde dies in Bezug auf Makka, als sie 16 Jahre alt wurde. Nach dem Umzug nach Italien war sie verängstigt und niedergeschlagen, aber sie hatte sich so sehr an diese Atmosphäre gewöhnt, dass es ihr normal erschien. In Tschetschenien war das überall der Fall. Aber hier begann das Mädchen eine örtliche Schule zu besuchen, fand schnell eine gemeinsame Sprache mit anderen Teenagern und sah eine andere Seite des Lebens. Ihre italienischen Freundinnen, mit denen sie sich zu unterhalten begann,
beschrieben ein völlig anderes Leben, das nichts mit dem zu tun hatte, was Maka in ihrer Familie erlebt hatte. Die Teenagerin begann zu begreifen, dass das Leben ganz anders sein kann, weit entfernt vom Terror und der Grausamkeit ihres Vaters. Allerdings fand sie kein Verständnis darüber, da sie sich nicht traute, sich bei ihren Freundinnen zu beschweren. Erst als Maka einen Nebenjob in demselben Hotel annahm wie ihre Mutter Natalia, sah eine der Managerinnen die Spuren der Schläge. Später baute Maka eine freundschaftliche Beziehung zu dieser Frau auf. Sie war die einzige, die die wahre Situation in der Familie Sulaev kannte. Beide erhielten Mitgefühl und Unterstützung. Aber eigentlich wollte Maka sich und ihre Mutter vor den Angriffen ihres aggressiven Vaters retten. Das Mädchen war sich bewusst, dass sie ihrem Vater nichts entgegensetzen konnte. Er war ein großer und sportlicher Mann, der immer noch voller Kraft war. Um jeglichen Widerstand in seiner Familie zu unterbinden, genügte ihm ein einziger Schlag. Der Mann kritisierte alles, ging auf jede Kleinigkeit ein, sei es Staub auf der Fensterbank oder ein nicht weggeräumtes Kleidungsstück. Es war ihm egal, dass dieses Kleidungsstück vielleicht gerade erst dorthin gelegt worden war. Es schien, als suche Ahmad nur nach einem Grund, um zu meckern und einen Konflikt zu provozieren. Sein Verhalten wurde durch finanzielle Probleme noch verschlimmert, da es ihm nach dem Umzug an den neuen Ort ebenfalls nicht leicht fiel, über die Runden zu kommen. Aufgrund seines geringen Bildungsniveaus konnte er nicht mit einem hochbezahlten Job rechnen und nahm daher eine Stelle als Hilfsarbeiter an. Selbst nach Jahren beherrschte er die Sprache noch immer sehr schlecht, was ebenfalls nicht gerade hilfreich war. Es gab wenig Arbeit, das Geld reichte kaum aus, um die Grundbedürfnisse seiner Familie zu decken, und die Situation änderte sich nicht. Dabei wuchsen die Kinder und ihre Bedürfnisse wurden immer größer. Vor diesem Hintergrund verschärften sich die Konflikte nur noch. Natalia konnte sich lange Zeit nicht gegen Ahmad wehren. Bei der geringsten Ungehorsamkeit zog er sie an den Haaren. Sehr oft rief er seine Söhne zu diesen Szenen hinzu. Während er seine Frau und manchmal auch seine Tochter schlug, erzählte er seinen Kindern, dass man so mit Frauen umgehen müsse. Seiner Meinung nach waren sie auf dem Niveau von Tieren und mussten daher bedingungslos gehorchen. Wenn ihm etwas nicht passte, war körperliche Gewalt völlig akzeptabel. Der Mann wusste genau, wie man zuschlägt, ohne blaue Flecken zu hinterlassen. Aus diesem Grund konnte Makas Mutter sich nicht an die Strafverfolgungsbehörden wenden. Aufgrund seiner Straffreiheit wurde er jedoch nur noch bösartiger. Ende 2023 geriet die Situation außer Kontrolle. Diesmal drohte Ahmad zum ersten Mal mit Gewalt und schlug seine Frau sehr heftig. Die Frau wandte sich an die Polizei und erklärte, dass ihr Mann sie angegriffen und bedroht habe. Als die Carabinieri eintrafen, konnte jedoch niemand etwas beweisen. Natalia konnte nichts bestätigen, da er keine blauen Flecken auf ihrem Körper hinterlassen hatte. Maka stellte sich auf die Seite ihrer Mutter. Das Mädchen erzählte den Carabinieri, dass ihr Vater sie in den Bauch geschlagen habe. Das war seine Lieblingsmethode. Er wusste, wie man einen Schlag so ausführt, dass es einem den Atem raubt, aber keine Spuren hinterlässt, und zog sie anschließend brutal an den Haaren. In der Regel krümmte sich die Frau in solchen Momenten auf dem Boden, während der Vater seinen Söhnen erzählte, dass dies der einzig richtige Weg sei, seine Frau zu erziehen. Trotz der Unterstützung ihrer Tochter glaubten die Polizisten der Frau nicht. Da er sich straffrei fühlte, wurde der Tyrann zu Hause noch härter. Maka sprach viele Male mit ihrer Mutter und versuchte sie zu überzeugen, Ahmad zu verlassen. Er hatte die Frau jedoch so sehr eingeschüchtert, dass sie sich nicht einmal traute, darüber nachzudenken. Nach dem letzten Vorfall, als sie zur Polizei gegangen war, sagte der Mann, dass sie sterben würde, wenn so etwas noch einmal passiere. Maka sah die kritische Lage ihrer Mutter, machte sich große Sorgen um sie und war der Meinung, dass Ahmad sie früher oder später zu Tode prügeln würde, selbst wenn sie sich an niemanden wenden würde. Das Mädchen fühlte sich machtlos, wollte aber ihrer Mutter umso mehr helfen. Der 1. März 2024 war ein ganz normaler Tag für die Familie Sulaev. Maka ging morgens zur Schule. Nichts deutete auf Unheil hin. Allerdings hätte es sie nicht im geringsten überrascht, wenn ihr Vater während dieser Zeit und nach ihrer Rückkehr einen weiteren Streit angezettelt hätte. Am Nachmittag erhielt das Mädchen eine beunruhigende Nachricht von ihrer Mutter. Natalia bat sie, sich um ihre Brüder und ihre Schwester zu kümmern, falls ihr etwas zustoßen sollte. Da sie zuvor noch nie solche Bitten geäußert hatte, erschrak Maka sehr. Sie bat sofort um Freistellung, verließ den Unterricht und machte sich auf den Weg nach Hause. Auf dem Heimweg erhielt sie eine Nachricht von ihrem Vater über den Messenger. »Wenn du zurückkommst,
reiße ich dir den Kopf ab. Als das Mädchen nach Hause kam, bot sich ihr ein unangenehmer Anblick. Ihr Vater schrie erneut ihre Mutter an. Aus dem Gespräch schloss Maka, dass er wieder entlassen worden war, diesmal aus demselben Hotel, in dem er mit seiner Frau und ihrer Tochter gearbeitet hatte. All dies geschah unter Konflikten, und danach verlangte er aus Stolz von seiner Frau, ebenfalls das Hotel zu verlassen. Er kam sogar zur Arbeit, als Natalja dort war, machte eine Szene, konnte aber die einfache Frage der Frau nicht beantworten: Wovon sollten sie dann leben? Die Frau weigerte sich, ihm zu gehorchen. Er verließ das Hotel. Aber als Natalja nach Hause kam, ging der Konflikt weiter. Mutter und Vater schrien in der Küche. Maka wollte den Mann aufhalten, aber sie brachte nicht den Mut dazu auf. Er war wieder wütend. Die 19-jährige Studentin wusste, dass jeder Versuch, sich zu wehren, für sie selbst schlecht enden könnte. Um Blutvergießen zu vermeiden, ging das Mädchen in ihr Zimmer. Zu dieser Zeit befanden sich auch die anderen Kinder der Familie in ihren Schlafzimmern. Der Streit ging weiter, aber sie hoffte, dass ihr Vater sich beruhigen würde und alles vorbei sein würde. In solchen Momenten nahm Maka oft ihr Tagebuch zur Hand und machte sich kurze Notizen darin. Das half ihr, sich abzulenken und ein wenig zu beruhigen. Das tat sie auch dieses Mal. Aber sie hatte noch nicht einmal ein paar Zeilen geschrieben, als sie hörte, dass sich die Situation in der Küche deutlich zuspitzte. Es waren dumpfe Schläge zu hören. Da verließ sie ihr Zimmer und sah, wie ihr Vater ihre Mutter zu Boden warf und mit den Füßen trat. Die Tochter versuchte, ihn aufzuhalten und schlug zum ersten Mal in ihrem Leben mit den Fäusten zu. Ahmad war so überrascht, dass seine Tochter die Hand gegen ihn erhob, dass er für einen Moment zögerte und innehielt. Das ermöglichte es der Mutter des Mädchens, sich aufzurichten. Sie versuchte weiterhin, ihren Mann zu beruhigen, weil sie nun befürchtete, dass er sich auf ihre Tochter stürzen würde. Der Mann tat genau das und schlug Maka. Natalja stellte sich schützend vor sie. Der Mann schlug sie erneut, warf sie zu Boden und begann sie zu würgen. Er schrie, dass er wegen ihrer rebellischen Mutter eine solche Tochter habe. Die Situation geriet sofort außer Kontrolle. Maka stürzte sich erneut auf ihren Vater und versuchte, ihn wegzuziehen. Aber natürlich hatte die zierliche, kleine Frau nicht genug Kraft, um sich gegen einen Boxer mit militärischer Erfahrung zu wehren. Dennoch wollte sie nicht aufgeben. Das Mädchen war sich bewusst, dass ihre Mutter schließlich sterben würde, wenn sie nichts unternahm. Maka nahm ein großes Messer und stach mit aller Kraft auf den Rücken ihres Vaters ein. Das verwirrte Ahmad augenblicklich. Er ließ seine Frau los. Der starken Blutung nach zu urteilen, war die Wunde schwer. Trotzdem stand er auf, ging zur Eingangstür und schloss sie von innen ab. Es war offensichtlich, dass der Mann immer noch gefährlich war und nicht vorhatte aufzuhören. Ahmad ging auf seine Tochter zu, wurde aber erneut mit dem Messer attackiert. Der Boden war voller Blut. Nach dem zweiten Stich wurde der Mann so schwach, dass er zu Boden fiel. Natalja eilte zu ihrer Tochter, um ihr zu helfen. Maka warf das blutige Messer auf den Boden. Sie drückte sich an die Wand und zitterte, während sie entsetzt zusah, wie ihr Vater verblutete. Die anderen Kinder rannten aus dem Zimmer und umringten ihren Vater. Natalja schickte sie zurück und rief selbst den Rettungsdienst. Die Frau gab an, dass ihr Mann versucht habe, sie zu töten, weshalb ihre Tochter ihn in Notwehr mehrmals mit dem Messer gestochen habe. Innerhalb weniger Minuten trafen Carabinieri und Sanitäter am Haus ein. Der 50-jährige Ahmad war schwer verletzt, atmete kaum noch und lag auf dem Boden. Er war aufgrund des Blutverlusts bewusstlos geworden. Der Mann wurde sofort in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo sein Tod festgestellt wurde. Ahmad konnte nicht mehr gerettet werden. Die anschließende Obduktion ergab, dass bereits die erste Verletzung tödlich war. Als die Polizei am Haus eintraf, fanden sie das Mädchen in einem Schockzustand vor. Sie stand immer noch an der Wand gelehnt da. Als sie die Polizeibeamten sah, gestand sie sofort, dass sie den Mann mit einem Messer attackiert hatte und rechtfertigte ihre Handlungen mit Selbstverteidigung. Nach Angaben der Studentin griff ihr Vater zuerst ihre Mutter und dann sie an und versuchte, die Frau zu erwürgen, weshalb sie gezwungen war, ihn mit einem Messer zu attackieren, um den Angriff zu stoppen und ihr Leben zu retten. Natalja bestätigte all dies. Sie zeigte den Polizeibeamten mehrere Blutergüsse und behauptete, systematisch geschlagen worden zu sein. Es hätten noch viel mehr sein können, wenn Ahmad nicht gewusst hätte, wie man richtig schlägt. Am aussagekräftigsten waren die Spuren an ihrem Hals, die die Hände des Mannes hinterlassen hatten. Bevor sie mit den Polizeibeamten zur Wache ging, übergab Maka ihnen ihr Tagebuch, in dem sie die ständigen Schlägereien beschrieb. Das Mädchen war überzeugt,
dass sie es als Rechtfertigung für ihre Tat verwenden könnten. Maka bestand darauf, dass sie niemanden töten wollte. Sie wollte ihn nur erschrecken und aufhalten. Sie konnte diesen Albtraum in ihrem Haus nicht länger ertragen. Die erste Untersuchung der Wohnung ergab, dass das Messer, das sie benutzt hatte, nicht aus der Küche stammte. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie es kurz vor der Tragödie selbst in einem Supermarkt gekauft hatte. Maka begründete dies damit, dass ihr Vater viel größer und stärker war als alle anderen Familienmitglieder. Deshalb glaubte sie, dass ein gewöhnlicher Messer ihn nicht aufhalten könnte. Gleichzeitig befürchtete sie, dass ein Angriff mit einem kleinen Messer ihn nur noch mehr verärgern würde und er weder sie noch ihre Mutter am Leben lassen würde. Deshalb kaufte sie vorsichtshalber im Voraus ein größeres Messer. Die Behauptung, dass die Mädchen und ihre Mutter systematisch geschlagen wurden, wurde auch von ihren Brüdern und ihrer jüngeren Schwester bestätigt. Die Tatsache, dass das Mädchen einen großen 30 Zentimeter großen Messer zur Selbstverteidigung gekauft hatte, wurde jedoch von den Strafverfolgungsbehörden als Vorbereitung auf einen Mord und als Absicht, Ahmad vorsätzlich zu töten, gewertet. Die Tagebücher der jungen Frau wurden sorgfältig untersucht. Sie enthielten zahlreiche Einträge. Sie hatte Dutzende von Fällen von Schlägen gegen ihre Mutter und sich selbst festgehalten, die sich über die Jahre ihres Lebens in Italien angesammelt hatten. Die junge Frau behauptete, dass alles bereits in Tschetschenien begonnen habe, aber diese Einträge aus ihrem früheren Tagebuch seien aufgrund des Umzugs nicht erhalten geblieben. Während des fast 12-stündigen Verhörs beharrte die 19-jährige Maka Sulaev darauf, dass sie niemanden töten wollte und versuchte, ihre Handlungen als Selbstverteidigung zu rechtfertigen. Dabei bereute das Mädchen ihre Tat und bekannte sich schuldig. Die Ermittler sammelten weiter Informationen, sprachen mit dem engsten Umfeld der Familie und mit Nachbarn, aber nicht alle bestätigten, dass Ahmad seine Familie terrorisiert hatte. Bei der Überprüfung der digitalen Speichermedien wurde eine Nachricht gefunden, die Maka kurz vor der Tragödie von ihrer Mutter erhalten hatte. Sie klang tatsächlich beunruhigend. Darüber hinaus wurde all dies durch eine Nachricht bestätigt, die Ahmad selbst an einen seiner Bekannten geschickt hatte. Wenige Stunden vor seinem Tod erklärte das Familienoberhaupt, dass er ein Konzert geben wolle. Zeugen aus dem Kreis der Tschetschenen, die die Familie kannten und in dieser Stadt lebten, bestätigten, dass Ahmad diesen Begriff häufig verwendete, wenn er dramatische Ereignisse oder Gewaltszenen beschrieb, die große Resonanz hervorrufen konnten. Dazu gehörten Fälle wie Morde und schwere Straftaten. Dies bestätigte indirekt Makas Aussage. Natalia und sie selbst fühlten sich in Lebensgefahr. Alle Familienmitglieder kooperierten bereitwillig mit den Ermittlern. Natalia behauptete, dass sie diesen Abend ohne ihre Tochter sicherlich nicht überlebt hätte. Die Frau bezeichnete sie als ihre Retterin und bat um Nachsicht, da ihrer Meinung nach ihrer Tochter nichts anderes übrig geblieben war, als ihren Vater mit einem Messer zu stechen, um die Schläge zu beenden. All dies war das Ergebnis einer Überschreitung der Selbstverteidigung. Interessanterweise trauerten sowohl sie als auch ihre Tochter um den Tod von Ahmad. Als die Ermittler die Tagebücher, in denen zahlreiche Fälle von Übergriffen des Mannes aufgeführt waren, sorgfältig untersuchten, bestätigten sie, dass die Sulaevs jahrelang Gewalt ausgesetzt waren. Das Mädchen sorgte sich nicht nur um sich selbst und ihre Mutter, sondern auch um ihre Brüder. Ahmad lehrte sie, mit Frauen genauso umzugehen, wie es ihm sein eigener Vater beigebracht hatte. Das Mädchen befürchtete, dass sie zu ähnlichen Tyrannen heranwachsen und ihre Frauen und Töchter schlagen und unterdrücken würden. Sie verstand, dass dies eine Besonderheit der Kultur ihres Volkes war, akzeptierte ihre Wurzeln, aber gerade die Erniedrigung von Frauen konnte sie nicht verstehen. Maka schilderte ausführlich die Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert war, insbesondere ihren Wunsch, ihrem Vater zu antworten. Das Problem war jedoch, dass sie dazu völlig unfähig war. Physisch hatte sie einem kräftigen 50-jährigen Mann nichts entgegenzusetzen, weshalb sie sich entschloss, ein großes Messer zu kaufen. Der Kauf erfolgte einige Wochen vor der Tragödie. Der Anlass war ein weiterer Streit. Ahmad verhielt sich so bedrohlich, dass das Mädchen ernsthaft um das Leben ihrer Mutter und auch um ihr eigenes fürchtete. Maka beschrieb auch ihre Zuneigung zu ihrer Mutter. Ihren Worten zufolge war Natalia ein sehr aufgeschlossener und gütiger Mensch, zu dem sie eine starke Bindung hatte. Der letzte Eintrag in ihrem Tagebuch lautete, dass, wenn jemand diese Notizen finde, entweder sie oder ihr Vater gestorben sei.
Nach Angaben des Mädchens war sie, als sie diese Notiz schrieb, fest entschlossen, Ahmad zu stoppen, aber sie nahm die Idee des Mordes nicht ernst. Das Mädchen behauptete, dass dies in einem Anfall von Wut geschrieben worden sei. Die Tatsache, dass sie ein zuvor vorbereitetes Messer benutzt hatte, wurde von den Strafverfolgungsbehörden jedoch als vorsätzlicher Mord gewertet. Natalia und Makas Anwalt plädierten von Anfang an auf Milde. Sie rechtfertigten Makas Tat als Selbstverteidigung und als Notwendigkeit, die durch die systematische Tyrannei ihres Vaters verursacht worden sei. Zur Bestätigung beschrieben Familienmitglieder die eigenartigen Erziehungsmaßnahmen, die der Mann durchführte. Er zog seine Tochter und seine Frau an den Haaren und zwang seine Söhne immer zuzusehen, wie man Frauen richtig behandelt. Trotz überzeugender Beweise blieb Maka nach ihrer Festnahme im Gefängnis. Der Anwalt beantragte, dass das Mädchen unter Hausarrest gestellt werden sollte. Der Antrag der Verteidigung wurde jedoch abgelehnt. Natalia kam täglich, um ihre Tochter zu besuchen, wurde aber aufgrund der strengen Regeln nicht hereingelassen. Die Frau erkundigte sich ständig, wie es dem Mädchen ging und was sie erwartete. Dabei fragte Maka auch, wie es ihrer Mutter und den anderen Familienmitgliedern ging. Alle waren schockiert, dass Ahmad ums Leben gekommen war. Sogar Maka erklärte, dass sie eine solche Wendung der Ereignisse nicht erwartet habe. Die moralischen Fragen dieses Falles beunruhigten die Staatsanwaltschaft. Zweifellos war das Mädchen eine Mörderin, aber der Verstorbene hatte sie durch jahrelange Folter zu solchen Handlungen gezwungen. Die Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden sammelten Informationen, um die Taktik der Anklage zu entwickeln. Die Fakten waren ziemlich widersprüchlich. Dass Natalia, wie sie behauptete, systematisch geschlagen und gedemütigt wurde, war nirgendwo dokumentiert. Viele in ihrem unmittelbaren Umfeld ahnten nichts von häuslicher Gewalt. Nach Aussagen anderer lag dies daran, dass man heikle Themen nicht öffentlich machen wollte, sowie an der Untätigkeit der Behörden bei der ersten Anzeige. Die Frau arbeitete als Spülkraft, hatte viel zu tun, aber auch ihre Kollegen ahnten nichts von dem, was vor sich ging. Die einzige Person, die davon wusste, war eine der Managerinnen des Hotels. Natalia selbst beschwerte sich nie über ihren Mann, sondern schrieb sein Verhalten kulturellen Besonderheiten zu. Im Gespräch mit der Polizei erzählte sie, dass Ahmad spezielle Techniken beherrschte und wusste, wo er zuschlagen musste, um keine Spuren zu hinterlassen. Die Frau demonstrierte sogar seine Lieblingsgriffe. Außerdem zeigte sie den Carabinieri einige kaum sichtbare Blutergüsse. Die Nachbarn beharrten darauf, dass sie keine Schreie und Streitigkeiten gehört hätten, obwohl diese jahrelang systematisch stattfanden. Eine Frau gab zu, dass sie die Familie Sulaev kannte, aber dass diese immer ungesellig gewesen sei. Sie grüßten sich kurz, wechselten vielleicht ein paar Worte, aber wenn sie die Tür ihrer Wohnung hinter sich schlossen, hörte niemand irgendwelche Streitigkeiten. Viele wertvolle Informationen lieferte eine Freundin, mit der die ganze Familie in einem Restaurant arbeitete. Die Frau wusste, dass der Grund für den letzten Konflikt in der Familie die Entlassung von Ahmad war. Er hatte diese Arbeit wenige Tage vor der Tragödie gekündigt und kam am Tag des Mordes und verlangte, dass Natalia und Maka dasselbe tun sollten. Die Mutter wusste, dass er keine neue Arbeit in Aussicht hatte. Sie befürchtete, dass sie nicht so schnell eine neue Stelle finden würde. Aus diesem Grund weigerte sich die Frau, ihrem Mann zu gehorchen, da dies ihnen ernsthaften finanziellen Schaden zufügen könnte. Sie hätten einfach nichts mehr zum Leben gehabt. Die Frau gehorchte ihrem Ehemann nicht und arbeitete weiter. Nur 3 Tage nach dem Mord musste sie wieder zur Arbeit gehen. Nun musste sie alle alleine über Wasser halten. Natalia ertrug all diese Widrigkeiten stoisch, machte sich aber weiterhin große Sorgen um ihre älteste Tochter, die hinter Gittern saß. Der Anwalt kämpfte um eine milde Strafe. Obwohl das Mädchen nicht nach Hause entlassen wurde, unternahm der Verteidiger in Erwartung des Gerichtsverfahrens alle Anstrengungen, um zu beweisen, dass sie eine vorbildliche Arbeitnehmerin und Studentin war. Kurz zuvor hatte sie tatsächlich mit hervorragenden Ergebnissen ein College-Studium aufgenommen. Alle, die Maka kannten, beschrieben sie als positiv, gutherzig und fröhlich. Ihre Kommilitonen kannten sie als lustig und freundlich. Niemand ahnte, dass hinter den Türen ihres Hauses ununterbrochen Gewalt herrschte und dass die Studentin zu einem Mord fähig war, wenn auch aus einem bestimmten Motiv heraus. Alle waren überzeugt, dass Ahmads Tod das Ergebnis einer übermäßigen Selbstverteidigung war. Das Mädchen hatte lediglich versucht, sich selbst und ihre Mutter zu retten, weshalb Maka umfassende Unterstützung erhielt. Als die Verhandlung begann, beschrieb der Anwalt das Leben der Familie Sulaev als voller Leiden und Demütigungen.
Ahmad kontrollierte seine Frau und seine älteste Tochter und erlaubte ihnen keine Bewegung ohne seine Zustimmung. Bei der geringsten Ungehorsamkeit bestrafte der Mann sie hart, und zwar wie in einem exemplarischen Gerichtsurteil. Natürlich konzentrierte sich der Verteidiger weiterhin auf den systematischen Terror. Er bestand darauf, dass all dies Selbstverteidigung gewesen sei. Der Anwalt betonte zu Recht, dass das Mädchen nie gewalttätige Episoden in ihrem Leben gehabt habe. Selbst in der Schule und im College habe sie sich sehr bescheiden und positiv verhalten. Die Anklage beharrte darauf, dass ein einziger Schlag für Ahmad bereits tödlich gewesen sei und dies völlig ausreichte, um den Angriff zu stoppen. Daher wurde der zweite Schlag vom Staatsanwalt als Absicht gewertet, den Mann zu töten. Die Handlungen des Mädchens wurden vom Ankläger als vorsätzlicher Mord gewertet. Makka bestand darauf, dass sie ihren Vater nicht töten wollte, sondern nur befürchtete, dass ihre Mutter sterben würde, wenn sie nicht eingreifen würde. Und selbst nach dem ersten Schlag hörte er nicht auf und hätte weiter angreifen können, weshalb sie einen zweiten Schlag ausführen musste. Der Staatsanwalt wies darauf hin, dass keine Beschwerden wegen häuslicher Gewalt eingereicht worden waren. Dies stand im Widerspruch zu der Geschichte, die Natalja und Makka erzählten, dass sie sich an die Polizei gewandt hatten. Die Strafverfolgungsbehörden unternahmen jedoch nichts, um sie zu schützen. Sie dachten nicht daran, sich erneut an die Polizei zu wenden, da sie den Zorn von Ahmad fürchteten. Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung des Gerichts spielte ein Präzedenzfall aus dem Jahr 2020, als ein junger Mann namens Alex auf ähnliche Weise versuchte, seine Mutter vor ihrem tyrannischen Vater zu retten. Er benutzte Küchenmesser und versetzte dem Mann 6 Stiche. Der Familienvater starb ebenfalls, aber das Gericht erster Instanz entschied, dass der junge Mann sich verteidigt hatte, um zu überleben. Zunächst wurde er zu mehr als 6 Jahren Haft verurteilt, doch dann hob das Berufungsgericht das Urteil auf und sprach ihn frei. Diese Entscheidung sorgte für großes Aufsehen. Unter Berücksichtigung des Präzedenzfalls beantragte die Verteidigung die vollständige Freisprechung von Makka. Der Anwalt berief sich auf Notwehr. Dieser Ansatz erschien dem Richter jedoch nicht überzeugend. Selbst der Staatsanwalt erkannte die emotionale und moralische Komplexität dieses Falles an, da die Ermittlungen die schweren Prüfungen bestätigten, die das Mädchen und ihre Mutter durchgemacht hatten. Am Ende seiner Rede betonte der Staatsanwalt jedoch, dass es keine andere Möglichkeit gebe, da die Verantwortung für den Mord nur Makka zugeschrieben werden könne. Der Staatsanwalt beantragte für das Mädchen eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren, was deutlich unter der Höchststrafe für die vorgebrachten Anklagen liegt. Die Entscheidung des Gerichts überraschte sowohl den Anwalt als auch die Staatsanwaltschaft, denn am 8. Mai 2025 befand das Gericht Makka Sulaev für schuldig und verurteilte sie zu 9 Jahren und 4 Monaten Freiheitsentzug. Vorsatz als erschwerender Umstand wurde ausgeschlossen, mildernde Umstände wurden berücksichtigt. Weder der Verweis auf einen Präzedenzfall noch der überzeugende Beweis, dass der Mann tatsächlich eine ernsthafte Gefahr darstellte, zeigten Wirkung. Der Anwalt gibt jedoch die Hoffnung auf eine Milderung des Urteils nicht auf. Er legt Berufung ein. Bis dahin bleibt das Urteil der ersten Instanz in Kraft. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.